Hi, willkommen zu diesem Video. Heute wird es mal um das Thema Sandstrahlen gehen, denn ich bekomme immer mal wieder Fragen zum Thema Sandstrahlen gestellt. Deshalb gibt es heute mal ein ganzes Video dazu. Meine Erfahrungen beziehen sich primär auf den Bereich der Entrostung, jedoch kann man die meisten Informationen allgemein auf das Thema Sandstrahlen beziehen. Wichtig beim Sandstrahlen ist die Vorbereitung. Die Teile sollten immer möglichst trocken und ölfrei sein, denn wenn die Teile nass oder ölig sind, kann es dazu kommen, dass der Strahlgut verklumpt und dann kann entweder die Pistole verstopfen oder das Strahlergebnis ist nicht zufriedenstellend, also immer vorher schauen, dass die Teile trocken und ölfrei sind. Außerdem macht es Sinn, möglichst alle groben Verschmutzungen wie losen Lack oder losen Rost abzuschlagen oder abzukratzen. Ich verwende da meistens so einen Flachschaber, schabe da alle losen Anhaftungen ab, denn umso schneller ist man mit dem Strahlen fertig und vermeidet unnötige Verschmutzung des Strahlgutes. Aber was brauche ich denn jetzt an Ausrüstung, wenn ich selber zu Hause Sandstrahlen möchte? Ja, irgendwo muss die Luft fürs Sandstrahlen ja herkommen und da kommt man an einem richtigen Kompressor einfach nicht vorbei. Viele fragen beim Sandstrahlen immer, brauche ich unbedingt einen hochwertigen Kompressor? Und ich kann ganz klar sagen, nein, nicht unbedingt. Denn ich habe alle meine Sandstrahlarbeiten mit diesem Kompressor vom Discounter gemacht. Der hat einen 2-Zylinder-Verdichter und einen 50-Liter-Kessel und der läuft immer noch, auch nach all diesen Sandstrahlexzessen. Mittlerweile merke ich allerdings, dass der Kompressor relativ viel Öl mit der Luft herausbläst. Auch im Wasserabscheider sammelt sich unten immer etwas Öl. Das Ganze wird wahrscheinlich an verschlissenen Kolbenringen bzw. Abstreifringen liegen. Die könnte ich natürlich mal versuchen zu ersetzen. Der ganze Kompressor hat aber bestimmt schon 300 bis 400 Betriebsstunden durch. Ein hochwertiger Kompressor ist mit Sicherheit langlebiger. Der Kompressor hat einen Nenndruck von 8 bar. Wenn ich jetzt beim Strahlen das Ventil dauerhaft geöffnet habe, pendelt sich der Druck so auf 6 bis 6,5 bar ein. Dabei läuft der Motor vom Kompressor dann auch dauerhaft. Demnach ist es zu empfehlen, einen Gehörschutz zu verwenden. Wenn es doch mal eine etwas hartnäckigere Stelle war, habe ich einfach kurz gewartet, bis der Kompressor wieder seine 8 bar zur Verfügung hatte und damit habe ich eigentlich die allermeisten Sachen gut sandstrahlen können. Ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt, Thema Wasserabscheider ist beim Sandstrahlen auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, denn die komprimierte Luft enthält recht viel Feuchtigkeit bzw. Wasser und deshalb ist ein Wasserabscheider auf jeden Fall eine wichtige Investition, denn die Feuchtigkeit kann dazu führen, dass das Strahlgut verklumpt und somit die Pistole verstopft oder auch einfach schlechte Sandstrahlergebnisse erzielt werden. Wenn man so wie ich eine Wartungseinheit verwendet, also eine Kombination aus Wasserabscheider und Öler, sollte man darauf achten, dass man den Öler nicht befüllt, denn auch das Öl kann ähnlich wie das Wasser dazu führen, dass das Strahlgut verklumpt. Auch die Sandstrahlpistole an sich ist natürlich ein wichtiges Ausrüstungsstück. Ich habe diese 3 verschiedenen Modelle ausprobiert. Mein Lieblingsmodell bei den Sandstrahlpistolen ist diese hier, die kostet so zwischen 15 und 20 Euro, kommt mit einem Ansaugschlauch und auch einem schönen Ansaugstutzen und auch eine Ersatzdüse ist direkt mit dabei. Mit dieser Pistole habe ich ca. 90% aller Sandstrahlarbeiten bei meinem Defender gemacht und man sieht, die ist eigentlich immer noch okay und kann immer noch weiterverwendet werden. Das Material ist beim Sandstrahlen natürlich immer erhöhtem Verschleiß ausgesetzt, besonders die Düsen, denn davon habe ich schon so einige verbraucht. So eine Ersatzdüse kostet so ab 3 Euro. Manche Düsen habe ich versucht selber zu reparieren. Da habe ich zum Beispiel hier so ein Stück Hydraulikrohr einfach eingesetzt. Das Ganze hat aber nicht ganz so lange gehalten wie erhofft. Was ich auch ausprobiert habe, ist eine 12.9er Schraube in der Mitte zu durchbohren und die als Hülse einzusetzen. Das Ganze hat natürlich ein bisschen länger gehalten, aber auch die 12.9er Schrauben sind irgendwann durch. Aufgrund des ganzen Düsenverschleißs habe ich mir zwischenzeitlich auch mal eine solche Sandstrahlpistole gekauft. Denn für diese gibt es Bohrkarbidüsen, die sollten eigentlich deutlich länger halten. Nur leider habe ich mit meinem Kompressor diese Sandstrahlpistole nicht zum Laufen gebracht. Ich vermute mal stark, dass es am mangelnden Volumen oder auch Druck lag, damit die Pistole richtig funktioniert. Ja, schade eigentlich. Die dritte Pistole, die ich verwendet habe, ist auch für außerhalb der Sandstrahlkabine geeignet, denn die hat so verschiedene Aufsätze mit dabei und so habe ich zum Beispiel auch einige Roststellen an meinem Rahmen gestrahlt. Wenn ich die Aufsätze verwendet habe, habe ich jedoch den Staubfangsack nicht verwendet und hier direkt eine Absauganlage angeschlossen, sodass das überschüssige Material direkt abgesaugt wird. Das einzige Problem mit dieser Pistole ist, dass es dafür keine Ersatzdüsen gibt, zumindest habe ich keine gefunden. Das heißt, wenn die Düse verschlissen ist, ist die Schrott oder man müsste sich da selber was basteln. Diese Sandstrahlpistole kostet aber auch nur um die 15 Euro mit dem ganzen Zubehör. Was brauchen wir noch zum Sandstrahlen? Richtig, ein passendes Strahlgut. Die Auswahl des richtigen Strahlguts ist auf jeden Fall entscheidend, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen bzw. um leicht arbeiten zu können. Die verschiedenen Strahlgutarten gibt es natürlich auch in verschiedenen Korngrößen, das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Prozess. Viele denken beim Strahlsand wahrscheinlich zuerst an den Sand aus dem Sandkasten oder an den Vogelsand. Dieser Sand ist aber auf keinen Fall geeignet,
denn dieser Sand kann die Staublunge hervorrufen. Die Quarzstaublunge ist auch bekannt unter dem Begriff Silikose. Das Ganze ist extrem gefährlich, denn das Ganze ist nicht heilbar. Deshalb rate ich auf jeden Fall von normalem Sand ab. Grundsätzlich empfehle ich beim Sandstrahlen mit allen Sandstrahlgutarten aber immer eine Schutzmaske. Und damit meine ich jetzt nicht die Corona-Schutzmasken, sondern wirklich eine professionelle Schutzmaske, die einen ausreichend schützt. Wichtig auch immer nach dem Strahlen, wenn man das in der Werkstatt macht, ausreichend zu lüften, dass sich der ganze feine Staub, der sich eventuell noch in der Luft befinden kann, absetzen kann, dass man das Ganze nicht einatmet. Aber kommen wir jetzt zu passenden Strahlmitteln. Strahlgut Nummer 1, was ich verwendet habe, sind Glasperlen. Die haben eine mittlere Standzeit, so circa 10 Durchläufe kann man das wohl verwenden. Wobei ich das eigentlich immer so handhabe, dass ich Strahlgutarten eigentlich immer so lange benutze, bis ich mit den Ergebnissen nicht mehr zufrieden bin. Zum Entrosten sind Glasperlen eher weniger geeignet, dafür sind die einfach nicht aggressiv genug. Gut geeignet dagegen sind die für Aluminium oder um auch schonend zu reinigen. Oder wiederum, man möchte eine gleichmäßige Oberflächenstruktur haben, da sind Glasperlen auch eine gute Möglichkeit. Das nächste Strahlgut, was ich ausprobiert habe, ist Glasbruch oder auch Glasgranulat genannt. Ähnlich wie bei den Glasperlen handelt es sich hier auch um Glas, allerdings hier nicht um kleine runde Kügelchen, sondern um scharfkantige Körner. Die Standzeit vom Glasgranulat ist eher mittelmäßig, also ähnlich wie bei den Glasperlen. Zum Entrosten auch nicht so wirklich geeignet, allerdings schon mal ein bisschen besser als die Glasperlen, weil die Körner eben scharfkantiger sind. Hier haben wir jetzt Schlacke, das ist eigentlich ein Abfallprodukt aus der Kupferschmelzproduktion. Es hat den Vorteil, dass es deshalb auch enorm billig ist. Leider hat es eine geringe Standzeit. Schlacke ist eigentlich ein Einwegstrahlmittel oder nur für wenige Umläufe gedacht. Schlacke ist zum Entrosten eigentlich ganz okay. Am Anfang macht es ganz gute Strahlergebnisse, das lässt aber relativ schnell nach, dadurch, dass es eigentlich ein Einwegstrahlgut ist. Hier haben wir jetzt meinen Favoriten, nämlich Korund. Korund gibt es einmal als Naturkorund oder auch synthetischen Korund. Von den Eigenschaften sind die relativ ähnlich. Korund ist hochabrasiv, nimmt also schnell viel Material ab, was beim Entrosten natürlich sehr gut geeignet ist. Und noch ein Vorteil von Korund ist, dass er eine relativ hohe Standzeit hat von bis zu 20 Durchläufen. Man kann ihn natürlich auch noch ein bisschen länger benutzen. Ich habe auch dieses Mal nahezu alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Thema Sandstrahlkabine. Brauche ich überhaupt eine Sandstrahlkabine? Naja, nicht zwingend, aber ich kann euch garantieren, wenn ihr in eurer Werkstatt Sand strahlt, werdet ihr ganz sicher auch noch Jahre nach dem Sandstrahlen in jeder Ecke irgendwo ein bisschen Sand wiederfinden. Wenn ihr wirklich viele Teile sandstrahlen wollt, würde ich auf jeden Fall euch eine Sandstrahlkabine ans Herz legen. Ich habe meine zum Beispiel einfach selber gebaut. Das sind einfach nur günstige USB-Platten zu einer größeren Kiste zusammengeschraubt. Im Deckel habe ich eine Glasscheibe verbaut, damit man auch in die Sandstrahlkabine reinschauen kann. Wichtig hierbei ist, dass man da auf jeden Fall eine Echtglasscheibe verwendet und keine Plexiglasscheibe, denn Kunststoffscheiben werden einfach viel zu schnell blind. Aber auch die Echtglasscheiben werden irgendwann verschleißen. Es gibt aber auch verschiedene Folien für Sandstrahlkabinen zu kaufen, die man dann auftragen kann und dann, nachdem sie blind sind, einfach wechseln kann. Zusätzlich haben wir hier noch zwei Öffnungen für die Arme. Da gibt es so ärmellange Handschuhe aus Gummi. Mit denen kann man dann eben in der Sandstrahlkabine arbeiten und seine Hände sind ausreichend geschützt. Hier im Inneren der Sandstrahlkabine habe ich einmal einen Eimer mit dem Strahlgut, was ich verwende. Hier oben ist einmal eine Absauganlage angeschlossen und unten in der Ecke ist auch nochmal ein Loch in der Sandstrahlkabine für die Druckluft der Sandstrahlpistole. Hier mal ein paar Bauteile im Vorher-Nachher-Vergleich. Bevor man sich jetzt eine Sandstrahlkabine kauft oder selber baut, sollte man sich überlegen, was ist das größte Teil, was man sandstrahlen möchte. So kann man eben die Strahlkabine entsprechend dimensionieren. Der Vorteil an so einer selbstgebauten Holz-Sandstrahlkabine ist natürlich, dass man hier super einfach erweitern kann. Ich zum Beispiel habe mir einfach eine Erweiterung gebaut, wo ich nur die Seitenwand ausgetauscht habe. So ist man natürlich sehr flexibel und kann auch größere Teile sandstrahlen. Wenn man sich eine Sandstrahlkabine selber baut, kann man es natürlich auch etwas ergonomischer machen, als ich das jetzt hier gebaut habe. Zum Beispiel die Scheibe könnte man schräg machen und auch den Boden könnte man zum Beispiel einen Gitterboden einsetzen und unten das trichterförmig gestalten, sodass der Sand
immer durch den Boden durchfällt, unten sich im Trichter sammelt und da direkt erneut angesaugt werden kann. Absauganlage. Auch eine Absauganlage macht in jedem Fall Sinn, denn der Sand zieht teilweise auch durch die feinsten Ritzen durch, trotz Sandstrahlkabine. Ich würde auf jeden Fall eine Absauganlage mit einem Zyklonabscheider verwenden. Ein Zyklonabscheider ist das Teil hier oben, der funktioniert mit Hilfe der Fliehkraft. Und zwar werden hier seitlich die Partikel eingesaugt, werden durch die Form in einen Spiralwirbel versetzt und dann gleiten die Staubpartikel entlang des Trichters unten in den Auffangbehälter und somit bleibt der Staubsauger ziemlich sauber. Wenn man seinen Staubsauger nämlich ohne Zyklonabscheider mit einer Sandstrahlkabine verbindet, dann wird sich der Staubsaugerbeutel wirklich in Sekundenschnelle zusetzen. Den Zyklonabscheider kann man sich ziemlich einfach selber bauen. Dazu braucht man hier oben diesen Zyklonabscheider an sich, baut da einfach nur eine Auffangkiste dran und fertig ist man. Oder man kauft sich einfach ein fertiges System. Der ganze Staub, der hier im Behälter landet, ist auch so fein, dass man den zum Sandstrahlen eigentlich nicht mehr gebrauchen kann. Sandstrahlen ist natürlich nur eine Methode der Entrostung, aber mittlerweile eines meiner Favoriten. Wichtig ist aber, beim Sandstrahlen wird auch immer minimal gesundes Material abgetragen. Das ganze Bauteil wird also sozusagen weniger. Eine andere Möglichkeit der Entrostung ist die Elektrolyse. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das habe ich dir hier verlinkt. Kannst du dir gerne anschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.